Hallo, auch heute ist Brekina wieder für Sie da. Wir drehen wieder einen Clip. Nachdem ich in den letzten beiden Clips auf Neuheiten seitens Brekina verzichtet habe, kann ich Ihnen heute wieder zwei Neuheiten bringen. Beides sind Fahrzeuge aus dem Lieferwagen, aus dem Transporterbereich. Wie sie unterschiedlicher nicht sein können, merkt man schon an den Zuschriften zu diesen Fahrzeugen. Zu einem haben wir unzählige Zuschriften bekommen, macht den doch in dieser Variante, der fehlt auf dem Markt in einer guten Qualität. Beim anderen haben wir gar keine Zuschriften bekommen, der läuft so ein bisschen unterm Radar. Er war zwar häufig gesehen auf der Straße, aber es gibt da keine großen Fans. Ich möchte die Spannung noch ein bisschen hochhalten. Ich verrate jetzt mal nicht, was es ist. Ich möchte anfangen mit dem Fahrzeug, was immer wieder sehr viele gefordert haben. Es ist der Ford Transit des Baujahres 65 mit langem Radstand. Fahrzeug in der Form mit exakt dieser Front wurde von 1965 bis 1970 gebaut, war auf Anhieb sehr erfolgreich, weil er einfach viel Platz bot und weil der Ford Transit unheimlich variabel war. Sie konnten den Ford Transit damals bekommen mit kurzem Radstand, mit mittelhohem Dach, mit flachem Dach, als mit einer Doppelachse, mit einer doppelbereiften Achse hinten, keine Doppelachse, aber doppelt bereifte Achse, mit einer einfach bereiften Achse hinten. Sie konnten ihn als Kastenwagen, als Pritschenwagen, als Kombi bekommen. Sie konnten den als Kastenwagen, teilverglast, wie er sich damals nannte, bekommen. Die Variante haben wir hier. Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil die eben als Tragkraftspritzenfahrzeug bei vielen kleinen Wehren im Feuerwehreinsatz war. Es war ein sehr bekanntes Fahrzeug. Bei der Feuerwehr wurden die Fahrzeuge auch nicht so verschlissen. Sie waren gut gepflegt und sind dann in den 90er oder 2000er Jahren ausgemustert worden. Man trifft die ab und zu heute noch als zum Camper umgebaut und sind durchaus heute noch ab und zu auf Treffen oder so zu sehen. Die zweite Variante, da der Transit Platz hatte, wurde er auch viel im Rennsport verwendet. Natürlich nicht, um auf die Rennstrecke zu gehen, aber um als Begleitfahrzeug für den Service zu sorgen. Ein riesiges Ladevolumen und eine einfache Technik, die ihn vor Pannen relativ sicher machte, sorgte dafür, dass er bei vielen Rennteams im Einsatz war. Sie sehen hier vor mir steht ein Fahrzeug eines englischen Porsche-Teams. Haben wir wunderschöne Fotos gefunden und dachten, der soll doch als Modell erscheinen. Beide Modelle werden jetzt gefertigt. Sie werden gegen Ende des Jahres ihr Debüt feiern in unseren beiden Rennsportset. Ich hatte Ihnen den Tyrrell 006 schon angekündigt hier. Er wird im Set erscheinen, zusammen mit dem angesprochenen Ford Transit. Und wie gesagt, er war sehr beliebt bei Rennteams und das John Player Lotus Team zeigte sich draußen mit dem Ford Transit, meistens zu Promotion-Zwecken. Das ist auch Inhalt Thema unseres Sets. 2 Lotus 72, der Ford Transit und dann 6 heiße Girls im Outfit von John Player Spezial. Werden die beiden ersten Versionen sein, die werden dieses Jahr noch erscheinen. Alle anderen Transit-Versionen werden wir wahrscheinlich erst zur Spielwarenmesse ausliefern. So, aber jetzt löse ich das Rätsel auf des zweiten Fahrzeuges. Ich kann noch lesen, habe ich alles gesagt. Eins habe ich vergessen, ganz kurz noch zur Motorisierung des Transits hatte ich mir noch notiert. Der Transit hatte die Motoren vom Ford 12M, 15M, 17M. Die Leistung lag zwischen schlappen 45 und genauso schlappen 65 PS. War damals ausreichend. Heute würde man darüber lachen. So,
Es ist der VW LT. LT steht für Lastentransport. Ganz kühle Typenbezeichnung. Lasttransport. Und dann als LT28, LT35, LT40 bis zum LT55 die Zahl beziffert das zulässige Gesamtgewicht. Also wir haben uns hier für den LT35 entschieden, sprich 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Wofür haben wir uns noch entschieden? Für den langen Radstand. Ist momentan nirgendwo mit dem langen Radstand auf dem Markt, war eine kleine Lücke. Wir haben uns entschieden für das Hochdach, weil Hochdach gibt uns viele Varianten. Post, Feuerwehrfahrzeuge, Polizei, im Rettungsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, THW, im Rennsport. Das hohe Dach lässt einfach viele Möglichkeiten für uns offen. Bevor ich es hier vergesse, komme ich gleich auf die Motorisierung zu sprechen. Bei seiner Premiere 1975 gab es den LT mit 2 verschiedenen Motoren, Benziner und Diesel. Der Benziner stammt aus dem Audi 100, leistete 75 PS. Übrigens der gleiche Motor, der als Einspritzer im Porsche 924 zu finden war, mit 125 PS. Ebenfalls zu haben war ein Diesel, auch mit 75 PS. Er stammte anfänglich vom Hersteller Perkins. Weder VW noch die Kunden waren damit zufrieden. Und so ging VW daran, einen eigenen Motor zu entwickeln, der auch ein paar Jahre nach der Premiere 75 war dann der neue Motor fertig. Es war ein 2,4 Liter Dieselmotor, den übrigens Volvo so klasse fand, dass Volvo die Motoren gekauft hat, um sie dann in den 240er einzubauen. Soweit zur Motorisierung. Ich zeige Ihnen die Fahrzeuge von allen Seiten, vor allem von hinten. Da das Dach nicht wie beim VW-Transporter einfach aufgesetzt wurde, nein, ein hohes Dach hieß beim LT auch gleichzeitig komplett neue Heckpartie mit hohen Türen. So, was habe ich mir sonst noch notiert? Ja, noch was zum Fahrwerk. Das Fahrzeug hatte ein sehr modernes Fahrwerk, vorne mit Schraubenfedern, nicht zumindest bei den kleinen Nutzlastklassen, beim LT 28 und 35 mit Schraubenfedern, was das Fahrzeug zum Renner machte in dieser Klasse. Es war unheimlich handlich, es war handlicher als alle Wettbewerber, verkaufte sich deswegen prima. Die Schraubenfedern waren nicht für höhere Nutzlasten ausgelegt, deswegen die LT40 und so weiter hatten dann ein einfacheres Fahrwerk mit vorderen Blattfedern. So, sie hat jetzt Zeit, das Fahrzeug von hinten anzuschauen. Von vorne ist auch auffallend. Wir haben 2 verschiedene Fronten im Angebot oder noch nicht im Angebot, aber in der Entwicklung. Das eine sind die Rundenscheinwerfer, wie sie bis 1986 gebaut wurden. Und ebenso sehen Sie schon die Front mit den eckigen Scheinwerfern, wie sie bis 1996 gebaut wurde. Wir hoffen mit diesem Modell ein bisschen durch attraktive Varianten dieses graue Maus-Image abzubauen. Wir haben überaus interessante Varianten gefunden. Wir haben hier sehr eifrig recherchiert. Wir werden hier einige ganz außergewöhnliche Varianten auf den Markt bringen und hoffen, dass der Funke auch zu Ihnen überspringt und Sie dann letztendlich von der grauen Maus dann doch so begeistert sind, wie wir das sind. Mit diesem Modell möchte ich mich verabschieden für heute. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche wiederzusehen. Vielen Dank und tschüss.